In Rise of Industry gilt es, viele Faktoren zu beachten. Nur so scheitert dein Wirtschaftsimperium nicht gleich in den ersten Minuten. Worauf du achten musst, zeige ich dir in diesem Video. Servus YouTube, ich bin Void und willkommen zu einem Erklärvideo für Rise of Industry auf meinem Kanal. Vorweg, wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo da. Dadurch kannst du mich unterstützen. Zu Beginn einer Runde musst du den Startpunkt für dein Hauptquartier auswählen. Die Karte ist dabei in mehrere Regionen unterteilt, die jeweils eine Stadt beherbergen. Das Spiel fokussiert zum Start automatisch auf die größte Stadt. Trotzdem solltest du dich umsehen. Prüf bei der Umsicht vor allem folgende Dinge: Rohstoffe in der Umgebung und in den verschiedenen Regionen. Tipp hier, drück hier mehrmals die Tabulator-Taste, um dir Bodenschätze anzeigen zu lassen. Die Expansionsmöglichkeiten in der Umgebung, die Nachfrage nach Produkten, Preise von Produkten, Logistik, Industrietypen, Produktionswünsche und vorhandene Forschungspunkte. Konkret könnte die Auswahl deines Startpunktes also so aussehen: Du weißt, dass du dich von den 3 Spezialisierungsmöglichkeiten auf den Bereich Landwirtschaft fokussieren willst. Das bedeutet, du brauchst ein möglichst großes Gebiet mit flachem Gelände, um Farmen, Plantagen und Gärten setzen zu können. Zusätzlich muss Wasser in der Nähe sein. Zudem wäre es günstig, wenn dein Standort derart gelegen ist, dass du schnell in die Shops deiner Region liefern kannst, vielleicht aber auch in Nachbarregionen. Besonders hilfreich, um nicht zu sagen unabdingbar ist es, dass dein Startpunkt bei einer Stadt liegt, die dem Industrietyp deiner Wunschproduktion entspricht. Hier musst du zwischen den Typen ländlich, industriell und Schwerindustrie unterscheiden. Rise of Industry unterscheidet zwischen 3 grundsätzlichen Produktionszweigen: Landwirtschaft, Leichtindustrie und Schwerindustrie. Je nachdem, wie du dich im späteren Spielverlauf entwickeln willst, kann es sinnvoll sein, eine Startstadt passend zur Ausrichtung zu wählen. Planst du nämlich die Umsetzung des Autoprototyps, befindest dich aber mit deinem gesamten Startequipment bei einer Stadt, die landwirtschaftlich orientiert ist, wirst du dort deine Güter aus dem Bereich Leichtindustrie nicht absetzen können, oder nur teilweise. Die Shops, die beim Stadtwachstum erscheinen, orientieren sich nämlich an der Produktionsausrichtung der Stadt. In Rise of Industry gibt es 4 Siedlungsgrößen. Den Anfang bildet der Weiler. Diesem folgt die Kleinstadt, gefolgt von der Stadt und schlussendlich die Metropole. Das Wachstum einer Ansiedlung hängt von der Bevölkerungszahl ab. Eine Metropole wird etwa ab 500.000 Einwohnern freigeschaltet, die Stadt wiederum ab etwa 150.000 Einwohner. Diese Werte können jedoch bis zum offiziellen Release von Rise of Industry natürlich noch variieren. Eine Ansiedlung kann in Rise of Industry 4 Zustände haben: prosperierend, stagnierend, schrumpfend sowie aufgeblasen. Die verschiedenen Status sind eigentlich selbsterklärend. Dennoch beschreibe ich kurz, wie und warum du sie beeinflussen kannst und sollst. Eine Stadt schrumpft, wenn sie nicht oder nicht mehr ausreichend mit Gütern versorgt wird. Spätestens ab einer gewissen Stadtgröße solltest du diesen Zustand schnellstens beenden, damit die Stadt nicht im Level sinkt. Eine stagnierende Stadt erhält gerade so viele Ressourcen, dass sie herumkommt. Sie wächst nicht, schrumpft aber auch nicht. Eine prosperierende Stadt wird mit den benötigten Gütern in ausreichender Menge versorgt. Jeden Monat kommen neue Bürger hinzu, die Stadt wächst. Der Zustand aufgeblasen ist besonders wichtig. Eine Ansiedlung ist dann aufgeblasen, wenn sie sich an der Schwelle zur nächsten Ansiedlungsgröße befindet und aufgewertet werden kann. Die Spielwelt in Rise of Industry besteht aus mehreren Regionen unterschiedlicher Größe und Lage. Wichtig ist für dich zu wissen, du kannst nur in der Region zu Beginn kostenlos alles bauen, in der du dein Hauptquartier platzierst. Willst du in anderen Regionen etwas bauen, benötigst du eine Lizenz. Hier kannst du 3 verschiedene Arten von Lizenzen erwerben: eine volle Lizenz, sodass du alles bauen kannst, eine Logistiklizenz, um Straßen und Transportgebäude zu errichten, sowie eine Sammlerlizenz, um Rohstoffe abzuernten. Ein wichtiger Hinweis und Tipp an dieser Stelle: Der Erwerb von Lizenzen ist gerade zum Spielstart sehr teuer. Überleg dir deinen Startpunkt daher ganz genau. Zusätzlich gibt es im Spiel zufällige Ereignisse. Eines davon beinhaltet erhebliche Preisnachlässe auf den Erwerb von Lizenzen. Falls du kannst, warte bis zu so einem Ereignis, bevor du dir weitere Lizenzen zukaufst, zumindest in der Startphase des Spiels. Je nach Typ hat jede Stadt teilweise unterschiedliche Startshops. Je nach Entwicklungsstand kommt ein weiterer Shop hinzu. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Startpunkt und die Startproduktion clever zu wählen, aber auch die weitere Stadtversorgung für ihr Wachstum sicherzustellen. Nur so kommst du an neue Shops, die hochwertigere, teurere Produkte an den Mann bringen. Von Zeit zu Zeit treten in Rise of Industry Ereignisse auf. Diese können sowohl positiv als auch negativ sein. Positive sind dabei blau markiert am Bildschirmrand zu sehen, negative Ereignisse rot. Achte auf diese Ereignisse, da sich dadurch manchmal großartige Möglichkeiten für dich ergeben, viel Geld zu sparen.
Grundsätzlich operieren alle Gebäude in Rise of Industry mit einer Effizienz von 100%. Im Techbaum lassen sich Effizienzverbesserungen erforschen, die dir eine Anpassung dieses Wirkungsgrades ermöglichen. So kannst du dann beispielsweise einstellen, dass ein Gebäude nur noch mit 75% Effizienz arbeitet. Das spart Material und Kosten. Doch Vorsicht! Egal, ob du die Effizienz erhöhst oder senkst, wirtschaftlich ist das Ganze zumindest dauerhaft nicht empfehlenswert. So steigert eine Erhöhung der Effizienz auf 200% die Kosten auf 300%. Anders ausgedrückt, zumindest kostentechnisch wären hier 2 weitere Produktionen drin gewesen. Für vorübergehende Engpässe ist die Effizienzanpassung aber nutzbar. Du solltest sie aber möglichst vermeiden und schnell deine Produktion regulär ausbauen. Zu Beginn einer neuen Runde kannst du ein Hauptquartier errichten. In der Region, in der es errichtet wird, erwirbst du eine volle Lizenz für den Bau von Gebäuden, Logistikdiensten und Fabriken. Doch auch darüber hinaus bietet dir das Hauptquartier einige Funktionen, weshalb du es nicht aus den Augen verlieren solltest. Eine davon ist zwar nur kosmetischer Natur, dennoch sehr interessant. Sobald du genügend Elemente im Bereich Landwirtschaft, Leicht- oder Schwerindustrie erforscht hast, kannst du das äußere Erscheinungsbild deines Hauptquartiers verändern. Dies bringt zwar keinen Spielvorteil, zeigt aber deutlich, in welche Wirtschaftsrichtung du dich bewegst. Gerade in der Startphase von Rise of Industry kann es schnell passieren, dass du dich wirtschaftlich übernimmst. Oder du planst im fortgeschrittenen Spiel den raschen Aufbau einer kompletten Produktionsstrecke, es fehlt dir aber am Geld. Zum Glück kannst du ein Darlehen aufnehmen. Dies geschieht etwa über das Hauptquartier. Dort kannst du Laufzeit und Kredithöhe festlegen. Doch auch hier gilt, übernimm dich nicht. Der Zinssatz frisst dich sonst auf. Wenn deine Industrie keinen Profit erwirtschaftet, solltest du also lieber schnell herausfinden, warum das so ist, anstelle es mit einem Darlehen zu überbrücken. Zu Beginn einer Runde in Rise of Industry besitzt du 3 Forschungspunkte. Diese kannst du unmittelbar einsetzen, ohne mit der Erforschung warten zu müssen. Gehe mit diesen 3 Punkten aber sorgsam um. Prüfe also etwa vorab, ob du deine komplette Produktionsstrecke mit diesen 3 Punkten überhaupt aufbauen kannst. Falls dir nur ein Punkt und somit ein Produkt fehlt, kannst du dieses zwar eventuell vom Staat zukaufen, aber sei hier vorsichtig. Der Zukauf vom Staat ist sehr teuer und kann deinen Gewinn dahinschmelzen lassen, sodass du am Ende ohne Profit dastehst. Im Rahmen dieses kleinen Testspiels möchte ich ganz kurz und knapp zeigen, wie ihr einen ersten Wirtschaftszweig aufbauen könnt, um profitabel zu wirtschaften. Vorab habe ich mir eigentlich nur eines überlegt: ich möchte ländlich wirtschaften, also ich möchte nicht in die Richtung Leicht- oder Schwerindustrie gehen. Ich habe mir die prozedural generierte Spielkarte bereits angesehen und für mich diese beiden Städte in die engere Auswahl genommen, da sie beide eine vernünftige Größe aufweisen und beide ländlich fokussiert sind. Das heißt, ich werde meine Landwirtschaftsprodukte dort definitiv später loswerden. Welche der beiden Städte sich zum Start für mich wirklich lohnt, muss ich jedoch erst anhand der Produkte herausfinden. Ich öffne also erstmal bei beiden Städten den Bauernmarkt und sehe mir an, welche Produkte zu welchen Preisen angeboten werden. Hilfreich ist es zudem an der Stelle noch, wenn man über die Tabulator-Taste die natürlichen Rohstoffe in der Nähe anzeigen lässt. So lässt sich beispielsweise erkennen, dass wir in unserer näheren Umgebung durchaus Fische für die Produktion hätten, also zum Farmen, obgleich wir aber in unserem Bauernmarkt in Jenserik keine Fische verkaufen können. Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf die verfügbaren Produkte und deren Preise. In Rise of Industry ist es so, dass die Produkte mit der größten Gewinnspanne, diese wird hier in Prozent angegeben, ganz oben in dieser Anordnung von angeforderten Gütern ist. Das heißt also, dass Oliven in beiden Städten mit einer Gewinnspanne nachgefragt werden, die für uns sehr positiv ist. An oberer Position sind zudem, ich denke, das sind Weintrauben und in der Stadt Jeserik Hopfen. Weniger interessant für uns ist in Obergrunau der Fisch und in Jeserik die Äpfel, weil diese beide mit einer sehr niedrigen Gewinnspanne von nur 120% nachgefragt werden. Zudem fällt bei der Betrachtung des Preises pro Einheit auf, dass in Jeserik der Hopfen mit 13,85 K und Oliven mit 10,5 K nachgefragt werden pro Einheit, während in Obergrunau Oliven ebenfalls zwar mit 10,5 K nachgefragt werden, die Weintrauben jedoch nur mit 12,25 K. Das bedeutet eigentlich für uns, dass wenn wir uns in Richtung Hopfen und Oliven orientieren, wir a. mit den Oliven theoretisch beide Städte beliefern können und mit dem Hopfen den größeren Gewinn einfahren werden. Aufgrund des größeren zu erwartenden Gewinns haben wir uns für Jeserik entschieden. Wir platzieren jetzt unser Hauptquartier, damit wir dort eine volle Lizenz bekommen, und dann legen wir los. Nach dem Bau des Hauptquartiers führt uns der nächste Schritt in den Techbaum, also in den Forschungsbaum. Hier erforschen wir Hopfen sowie Oliven.
Diese beiden Sachen benötigen wir, weil sie ja in der Stadt am stärksten oder am für uns preisoptimalsten nachgefragt werden. Im Nachgang an die Erforschung können wir jetzt eigentlich direkt damit beginnen, einen Standort für unsere Produktion auszusuchen. Und ich denke, wir werden uns hier nordöstlich von Jeserík ansiedeln, weil wir hier bereits links ein bisschen Wasser haben. Insgesamt eine relativ große, flache Fläche, wo wir gut bauen können. Und natürlich auch so kleine Wasseransammlungen im rechten Bereich. Zur Orientierung beginne ich immer gerne damit, mir erstmal eine Straße von der Hauptstraße weg reinzuziehen. Das hilft bei der späteren Ausrichtung der Gebäude und zur Orientierung. Anschließend kann es direkt weitergehen mit dem Bau der ersten Farm. Wichtig hier und so als Tipp noch mit beigefügt: Achtet darauf, wie ihr eure Farmen platziert und denkt daran, dass ihr ab einem gewissen Erforschungslevel mehr als 3 Felder platzieren könnt. Platziert eure Farmen also initial möglichst so, dass ihr auch die anderen Felder später noch unterbringen könnt. Nach der Feldfruchtfarm platzieren wir jetzt auch gleich noch den Obstgarten und natürlich auch die dazugehörigen Felder oben bzw. ja, seitlich davon jetzt. Und damit würde ein wichtiger Teil unserer Produktionskette eigentlich bereits stehen. Landwirtschaftliche Güter wachsen in Rise of Industry wie in der realen Welt, aber natürlich nur mit Wasser. Und hier habe ich zwar Wasser in der Nähe, aber mir gefällt die Position nicht so wirklich. Deswegen gehe ich jetzt mit dem Terraforming-Werkzeug, auch wenn es relativ kostspielig ist, her und mache mir hier ein sauberes Wasserbecken, von dem aus ich mir später das Wasser hole. Die Bauweise für diesen Wassergraben habe ich irgendwo in irgendeinem anderen Video gesehen oder in einem Tutorial oder im Rise of Industry Wiki. Credits to whomever they belong. Ich weiß leider nicht, wer auf diese initiale Idee kam, aber ich finde diese Bauweise sehr super. Man sieht aber auch gerade hier, ich habe sie jetzt erstmal initial falsch gebaut. Und zack, schon steht unsere Wasserversorgung für unsere beiden Farmen. Der Wassersammler läuft, jetzt müssen wir nur noch ein Ziel für das Wasser festlegen. Wir klicken auf Ziel wählen, anschließend auf die Farm. Dann geben wir ein den Wert, den wir maximal lagern wollen. Ich würde mal sagen 5 Einheiten. Und beim zweiten Ziel wählen wir ebenfalls wieder eine Farm, bzw. Obstgarten und Farm. Und auch hier legen wir 5 Einheiten fest. Aufgrund des Wassermangels produziert jetzt im Moment keine der beiden Farmen etwas, aber gleich sollten die ersten Wassertrucks Wasser anliefern in das Hauptgebäude und dann in die Farmen, und dann sollte es eigentlich im Obstgarten sowie in der Feldfruchtfarm losgehen. Und man sieht es auch, der erste Balken, also für das erste Feld, füllt sich bereits. Jetzt geht es auch beim zweiten Feld los und mit dem nächsten Schwung Wasser sollte auch das dritte Feld damit beginnen, Güter zu produzieren. Jawohl, das sieht gut aus. Wir können die Ware aber nicht nur herstellen, wir müssen sie natürlich auch loswerden. Wir wählen wieder beim Obstgarten bzw. in der Feldfruchtfarm ein Ziel aus, legen hier eben als Ziel für unsere Produkte ein kommerzielles Ziel fest, und zwar den Bauernmarkt in unserer Heimatstadt, also unser Nachbardorf. Ebenso für den Hopfen legen wir auch den Bauernmarkt fest. Und hier soll endlos angeliefert werden, da wir im Moment sowieso nicht derart große Mengen produzieren, wie im Bauernmarkt nachgefragt werden. Wenige Augenblicke später ist es dann auch bereits soweit. Die ersten Trucks mit Oliven und Hopfen machen sich auf den Weg in Richtung der Stadt. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie dort ankommen und eingelagert werden. Und man sieht, es passiert auch bereits was. 2 Oliven sind eingelagert, 3 Hopfen sind eingelagert und sie sind auch schon wieder weg. Wie kommt es zustande? Alle 15 Tage, also immer zum 15. und zum 30. eines Monats im Spiel, wird am Markt etwas verkauft, beziehungsweise es steht ja auch hier im Baumarkt gut ersichtlich, 7 Einheiten Oliven werden alle 15 Tage nachgefragt, 7 Einheiten Hopfen ebenfalls alle 15 Tage. Und wenn dieser Punkt eben erreicht ist, wird alles, was dort gelagert ist, verkauft. Also jetzt im Moment waren es gerade 10 Einheiten Oliven, jetzt drückt es wieder hoch oder runter, 5 Einheiten. So funktioniert das. Geht das Ganze für uns wirtschaftlich auf? Wir öffnen mal kurz das Mini-Budget und sehen hier bereits viele grüne Zahlen. Vor allem unten am Abschluss, dass wir im vergangenen Monat bereits ein ordentliches Plus gemacht haben.
Jetzt hier momentan im laufenden Monat noch ein Minus, das ist aber relativ normal. Sobald wir die Monatsmitte passieren, den 15., haben wir aber auch hier bereits grüne Zahlen. Wir geben dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Ende des Monats Juni und dann sollten wir eigentlich auch im Juni wieder genau in einem sauberen Plus sein mit über 100.000. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Städtchen. Hier ist der Stadtstatus oder der Stadtwohlstand im Moment am Wachsen, weil wir die Stadt regelmäßig mit Gütern beliefern. Man sieht es auch an der Gesamtbevölkerung, an der Entwicklung. Jeden 15. bzw. zum 1. eines Monats gibt es hier einen kleinen, aber doch spürbaren Zuwachs. Wenn wir weiter so machen und unsere Produktionsstrecke optimieren, sollten wir hier auf absehbare Zeit eine etwas größere Stadt hinbekommen.